Ja, hallo. Heute zeige ich euch ein paar Tipps und Tricks rund um die Dolphinus Violinstütze. Zuerst zeige ich ein bisschen was von der Technologie. Und zwar haben wir hier eine Schulterstütze im Rohzustand, einen Adapter im Rohzustand. Und da kann ich ganz schön erklären, wie diese beiden Teile da schön zusammenkommen. Das ist also wirklich wie ein Uhrwerk, so passgenau hergestellt. Und wenn ich jetzt hier mit diesem Bambusstäbchen hindurchschiebe, dann sieht man, dass die mit dieser Achse eine Einheit bilden, die aber beweglich ist. Also man kann hier dann den Winkel einstellen der Schulterstütze. Und ganz wichtig ist jetzt wirklich zu verstehen, dass diese Linie in einer Flucht ist, also dass diese Achse dann tatsächlich durch diese beiden Teile hindurch geht. So, und später, wenn das dann zusammen ist, dann kommen diese Pins von beiden Seiten hier rein. Und dann haben wir eben diese Achse, die dann schön läuft. Und jetzt zeige ich euch, wie man das ganz leicht montiert und auch wieder demontiert. Wichtig ist in Erinnerung zu behalten, dass diese beiden Teile, der Tunnel, den sie zusammen bilden, in einer Flucht liegt. So, jetzt habe ich den fertigen Adapter und die fertige Schulterstütze und zeige das gleiche nochmal. Was hier jetzt ganz neu ist, ist diese Feder. Warum braucht es diese Feder? Wenn ich das montiert habe, dann kann ich das so im Instrument befestigen, dass es nicht herunterlampt. Und zwar ist jetzt hier ganz wichtig, dass diese beiden kleinen Hörnchen, links und rechts, auf den beiden Federteilen aufliegen. Man sieht hier schon so kleine Marker. Das heißt, wenn man das falsch montiert, nämlich so drunter, dann gibt es diese Beschädigung an der Stütze und wir haben dann das hier, so dass das runterlampt. Und das will man natürlich nicht haben. Also auf diese Feder drauf und jetzt kommt der springende Punkt. Die Feder verhindert zuerst mal, dass jetzt diese Flucht dieser beiden Tunnels schön zusammenkommt. Das heißt, ich muss da ein bisschen runterdrücken. Ich glaube, man sieht jetzt, wie die Feder schon ein bisschen sich bewegt, hier und hier. Und dann, wenn ich es runter habe, dann habe ich da wieder die schöne Flucht und dann kann ich diese Pins ganz leicht reinschieben. Ich mache es nochmal auf. In dem Moment, wo ich jetzt das einfach drauflege, schon die Hörnchen sind am richtigen Ort, aber sie sind insgesamt noch ein bisschen zu hoch und ich versuche das reinzuschieben. Es geht auch, aber vielleicht nicht so leicht, als wenn ich das noch ein bisschen runterdrücke. So, jetzt habe ich das Baby auf dem Schoß und das ist eine Viola-Stütze und ich zeige euch jetzt an der Geige, das ist jetzt eine Geige, aber da geht auch die Viola drauf, wie ich das hier drauf bringe. Jetzt sieht man hier sehr schön, wie diese beiden Hörnchen da auf der Feder schön wippen. Ja? Und wenn ich das einfach so drauflege, dann habe ich hier einen Abstand zwischen der Ebene und der Ebene da unten. Das heißt, ich muss die beiden Ebenen auf eine Linie bringen. Das kriege ich nur, indem ich das ein bisschen runterdrücke. Ja? Und dann kann ich das ganz leicht reinschieben. Ich mache es nochmal. Ich kann das auch von dieser Seite her zeigen. Dann habe ich die linke Hand hier, die rechte Hand hier. Ich komme so mit der Schulterstütze, lege diese Hörnchen auf die Federn, auf gar keinen Fall drunter, weil eben diese Hörnchen können das Instrument hier beschädigen, wenn die zu weit nach unten gehen. Oder eben die Hörnchen können auch beschädigt werden durch die Feder. So, das ist so.
drücke es ein bisschen runter, bis das schön aligned ist, also auf einer Linie ist das Tunnel. Das kann auch so schief sein, dass es nicht geht. Also schön in der Richtung gerade und dann nach unten bringen, dass diese Flucht vom Tunnel, tack, geht super leicht rein. So. Und dann kann ich hier ein bisschen schrauben, um den Winkel noch höher zu machen. In dieser Richtung ist es natürlich fest. Und wenn ich das Instrument drehe, dann hält das auch ganz schön. Ja? So, und um die Schulterstütze jetzt zu demontieren, drehe ich an diesem Limiter-Knopf zuerst nach unten, dass der ganz unten ist, also in der Nullposition. Dann kann ich es auch wieder wegnehmen, am besten indem ich das so entweder auf den Schoß lege oder zwischen die Beine klemme, geklemmt oder gelegt. Also mit dem Klemmen, finde ich, geht es noch ein bisschen leichter. Dann komme ich hier mit dem Pinzettengriff, Daumen und Zeigefinger auf die Pins und mit den restlichen 3 Fingern hebe ich das ein bisschen an. So. Damit kommt das ganz schön ins Gleichgewicht hier. Also ich versuche, dass es nicht irgendwie so verschoben ist oder so, sondern schön gerade bleibt. Und dann kann ich an den beiden Pins gleichzeitig ziehen und dann kommt das wie Butter raus. Noch einmal drauf, geht umgekehrt genauso schön, wie man hier sieht. Drauf, ein bisschen runterdrücken, schön gerade, nicht so schief, schön gerade auf beiden Seiten, rein und raus, ein bisschen anheben mit den Fingern und hier schön, dass es genau in der Linie ist, gleichzeitig mit dem Pinzettengriff von links und rechts rausziehen. So. Und jetzt, wenn ihr das vielleicht am Anfang noch nicht habt, ihr seht, wenn ich nur den einen Pin rauskriege, dann hebt sich das ein bisschen an. Ich kann jetzt hier runterdrücken, dann geht das auch wieder. Aber versucht doch besser, das gleichzeitig zu machen, das geht einfach am besten. Und falls es halt trotzdem so sein sollte, dann drücke ich hier wieder runter, dass wieder die Linie da ist, damit hier auf diesem Pin nicht so viel Reibung und Druck entsteht. Dann geht es auch schön raus. Jetzt als nächstes, was man hier nicht machen sollte, ist, dass man zum Beispiel einen Pin dann beim Wegnehmen zuerst einen Pin rauszieht, weil dann passiert genau das. Man sieht jetzt, wie hier sich dieser Tunnel vom anderen löst und dadurch entsteht auf dieser Seite mehr Reibung. Das heißt, das wird jetzt schwierig herauszuziehen, weil da einfach dieser Druck auf dem Pin ist. Das sind 2 Probleme. Das eine ist, dass der Pin sich verbiegen kann, auch wenn ich jetzt zum Beispiel das nicht ganz reingeschoben habe, hier auf der Seite, dann ist zu viel Druck auf diesem Pin und jedes Mal, wenn das so ist, dann kann einer dieser Pin, jetzt in diesem Fall dieser Pin, kann sich verbiegen. Und wenn der verbogen ist, dann kann man den nicht mehr hin und her schieben. Und das heißt, ich kann die Schulterstütze nicht mehr vom Adapter wegbringen. Das ist ziemlich blöd. Und wenn man dann versucht zu reißen und dann zuerst vielleicht diesen Gummi wegzieht, aber es nützt trotzdem nicht, weil das ist hier so genau gebaut, dass Sie den Pin nicht mehr verschieben können. Was wir dann machen können, entweder schickt ihr das ein zum Reparieren oder wir schicken ein Ersatzkit mit solchen geraden 9 Pins und dieser Arretierschraube, die da oben ist. Und damit könnt ihr das dann selber austauschen.